So, jetzt zeige ich eine dritte Variante, wie man ein Sparschwein modellieren kann. Das ist eigentlich die schwierigste Variante, wenn man das völlig frei Hand macht, ohne Form, ohne Modell zur Unterstützung. Wir nehmen hier Papier, machen daraus eine Kugel, formen die daraus mit ganz viel Papier und legen dann Schritt für Schritt den Ton herum. Den kann man ausrollen, den kann man aber auch so wie ich hier wirklich Hand andrücken und äh, Stück für Stück um diese Kugel herum modellieren oder andrücken oder wie man auch sonst dazu sagt, dass dann die Kugel ersichtlich ist. Das passiert jetzt im zweiten Schritt. Rumlegen die Platte. Das kann man wirklich wunderbar mit einzelnen Restton machen. Also man muss keine Platte ausrollen und die da drüber legen und das ganz ordentlich glatt rühren. Das kann man wirklich mit jedem einzelnen Stückchen Ton nehmen, randrücken, so wie ihr das hier seht, glatt streichen. Das ist ein bisschen mühselig, aber das funktioniert wirklich wunderbar. Ihr seht, ich nehme immer wieder kleine Stückchen, setze die an, verschmiere die miteinander. Da muss man auch keinen Schlicker dazwischen machen, das kann man einfach so mit diesem Ton miteinander verbinden. Das funktioniert so, wie ich das hier zeige. Und dann hat man gleich die Kugel so zumodelliert. Die verschwemmen wir dann noch ein bisschen, dass alles schön glatt wird, weil das kriegt man mit den normalen Händen nicht so hin. Dann nimmt man dann dazu einen schönen Schwamm, den macht man nass und dann kann man das glatt verputzen, nennt man das in der Fachsprache. Einfach glatt machen, damit wir den nächsten Schritt dann sozusagen vorbereiten können. Und die nächsten Schritte sind ja noch, wir brauchen ja ein Schweinchen, also brauchen wir noch ein paar Ohren. Jetzt werden die Ohren modelliert. Dazu mache ich immer nur so ein ja, was macht er denn jetzt hier? Die Ohren, die modelliere ich so aus der Kugel heraus und drücke da wie ein Dreieck heraus, so wie die kleinen Schweinchenöhrchen sein sollen. Ist wirklich aus einer Kugel ein kleines Dreieck gedrückt und das wird dann einfach auf das Schweinchen aufgesetzt. Das machen wir zweimal, muss man auch nicht verschlickern, weil das Schweinchen ist jetzt schon nass genug. Das braucht man nicht. Wieder eine Kugel, ein kleines Dreieck aus der Hand, aus dem Daumen, den Daumen reindrücken. Das kann man hoffentlich gut sehen. Und ein kleines Schweineöhrchen ist wieder entstanden. Ansetzen, fest verschmieren miteinander. Von hinten, von vorne, von überall. Immer ganz wichtig, überall alles verschmieren miteinander, damit das beim Brennen auch nachher hält. Dann kommt der nächste Schritt. Das ist jetzt die Schnauze. Jetzt brauchen wir eine Schnauze. Dann nehme ich wieder eine große Kugel, drücke die ein bisschen platt. Es muss ja alles nicht authentisch aussehen wie bei einem richtigen Schweinchen. Wir wollen ja ein lustiges Sparschweinchen machen. Also machen wir das so und drücken das daran. Die kann man jetzt noch ein bisschen flacher dann andrücken. Immer wieder verschmieren, verschmieren, verschmieren. Was ganz wichtig ist, wenn man sowas Hohles darauf setzt, seht ihr das? Sieht ja schön aus, das Schweinchen. Wenn man das Hohle da drauf setzt, dass das beim Brennen Luft da drin ist und dann kann es richtig zerplatzen im Brennofen, abreißen. Das ist dann nicht mehr da. Deswegen mache ich da jetzt nicht nur einfach so Löcher rein in die Nase, sondern steche die richtig durch, damit da die Luft raus kann und dass die Schnauze auch noch hinterher dran ist nach Brennen. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt kommen die Äuglein. Ich will halt ein bisschen Comic-Augen haben, deswegen habe ich gedacht, machen wir jetzt aus einer kleinen Kugel. Die drücken wir platt, setzen die da drauf und machen da zwei Augen ran, die man dann nachher wirklich anmalen kann wie bei einer Comicfigur. Ne? So sind die ein bisschen hervorgestochen und so kann man das jetzt
ein bisschen personalisieren, sage ich immer. Das kann man jetzt dieses Schweinchen personalisieren wir jetzt, indem wir das ein bisschen anders machen. Man geht da könnte das jetzt noch da könnte man jetzt noch Augenbrauen hinmachen, man könnte jetzt da noch Augenlider hinmachen und Falten und Wangen und Bäckchen und was jeder so gerne hätte, das kann man da jetzt noch personalisieren. Seht, ich mache Falten hin, sodass das halt wirklich ein lustiges, süßes Schweinchen wird. Und jetzt brauchen wir noch einen nächsten Schritt. Das ist natürlich der Geldschlitz, der ist ganz wichtig, den brauchen wir noch. Und wir brauchen noch ein kleines Schwänzchen, damit man das auch sieht, dass es ein Schweinchen ist. Ein Ringelschwänzchen, der gehört da noch ran. Den machen wir aus einer kleinen Wurst. Die machen wir so ein bisschen, versuchen wir die gleichmäßig zu rollen. Das ist die einfachste Übung, glaube ich, an dem Schweinchen und setzen die da noch ran. Und dann ist das Schweinchen eigentlich so gut wie fertig. Ich habe nicht gezeigt, dass man unten drunter natürlich noch ein Loch machen muss, um den Stöpsel da reinzusetzen. Man kann das Schweinchen aber jetzt auch so lassen. Durch den Schlitz oben kommt Luft rein beim Brennen und dann kann das Papier wegbrennen und man kann es auch so lassen. Jetzt ist es fertig, das Schweinchen. So sieht es aus, mein Chili. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder vorbeischaut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.